Auf den ersten Blick mag es scheinen, als sei Deutschland ein Land ohne Mythen und Geheimnisse. Doch das ist weit gefehlt. Auf dem Kanal Narratio zeigen wir, dass viele historische Fakten, an die man allgemein glaubt, nicht immer der Wahrheit entsprechen. Beginnen wir mit einem weit verbreiteten Mythos. Deutschland war nicht an der Erschließung der neuen Welt beteiligt. Dieses Klischee wird durch Schulbücher und die Populärkultur unterstützt, die die Kolonisierung Amerikas hauptsächlich mit den Briten, Spaniern und Franzosen in Verbindung bringt. Deutschland spielte jedoch eine bedeutende Rolle in diesem Prozess. Bereits im Jahr 1528, in der Epoche der großen geografischen Entdeckungen, befahl König Karl V., der auch den Titel König von Deutschland trug, die Kolonisierung Venezuelas. Deutsche gründeten dort Siedlungen und der erste Gouverneur war Ambrosius Ehinger. Im Jahr 1529 legten die Deutschen die Stadt Coro an, die heute etwa 300.000 Einwohner zählt. Diese Stadt kann man durchaus als ein neues Augsburg betrachten. Freunde, bevor wir weitermachen, möchte ich euch bitten, unseren Kanal Narratio zu abonnieren und dieses Video mit einem Like zu unterstützen. Das hilft uns, den Kanal weiterzuentwickeln und noch mehr spannenden Content für euch zu produzieren. Lassen Sie uns nun unsere Geschichte fortsetzen und mehr über andere Mythen über die Geschichte Deutschlands erfahren. Die deutsche Kolonie in Venezuela, bekannt als Klein-Venedig, widmete sich dem Anbau von Zuckerrohr und der Suche nach dem legendären El Dorado. Sie bestand nicht lange, doch die Deutschen gaben nicht auf. Sie gründeten Siedlungen auf der Insel Taboga sowie in Südchile, Argentinien und Brasilien. In Paraguay existiert bis heute ein kleines Städtchen mit dem symbolträchtigen Namen Nueva Germania. Ein Versuch, den deutschen Lebensstil auf einen neuen Kontinent zu übertragen. Obwohl diese Projekte keinen großen Erfolg brachten, blieb der deutsche Einfluss in Amerika spürbar. Noch heute gibt es in Süd- und Nordamerika zahlreiche Ortschaften, in denen die deutsche Sprache und Traditionen bewahrt werden. Was Nordamerika betrifft, so wird die Situation noch interessanter. Laut der Volkszählung von 2012 stellen Deutschamerikaner die größte ethnische Gruppe in den USA dar. 49 Millionen Menschen, was 17% der Bevölkerung entspricht. Das ist sogar mehr als die Zahl der Chinesen in den Vereinigten Staaten. Heute sind die USA die Heimat eines Drittels aller Menschen weltweit mit deutschen Wurzeln. Diese Tatsache spricht für sich. Deutschlands Beteiligung an der Kolonisierung Nordamerikas war weitaus bedeutender, als allgemein angenommen wird. Fakt ist, dass unter den Gründern von Jamestown im Jahr 1608 waren auch Deutsche. Im Jahr 1620 halfen sie zudem bei der Gründung von Neu-Amsterdam, das später als New York bekannt wurde. Der Bundesstaat Pennsylvania blieb lange ein deutsches Gebiet. Im Jahr 1775 war jeder dritte Einwohner deutscher Herkunft. Von 1820 bis zum Ersten Weltkrieg stellten die Deutschen die größte Einwanderungsgruppe in die Vereinigten Staaten. Trotzdem nahmen sie selten am politischen Leben Amerikas teil. Ihr Beitrag zur Kultur des Landes war jedoch enorm. Viele beliebte Weihnachtstraditionen, der Weihnachtsbaum, der Santa Claus, Geschenke und der Osterhase, wurden von deutschen Protestanten nach Amerika gebracht. Diese Traditionen entstanden bereits im 16. Jahrhundert. Es war Martin Luther, der Girlanden populär machte und 1539 den ersten Weihnachtsbaum in Straßburg aufstellte. Die Siedler in den Vereinigten Staaten kannten solche Bräuche nicht, bis sie von tiefgläubigen Deutschen mitgebracht wurden. Doch ihr Beitrag endet nicht hier. Im Jahr 1855 eröffneten die Deutschen den ersten Kindergarten in der Geschichte der USA. Und sie organisierten die ersten Sportwettkämpfe zwischen Schulen. Die britischen Kolonisatoren hielten sich streng an den puritanischen Samstag und verbrachten ihre Wochenenden im Kreis der Familie zu Hause. Aber woher kommt in der modernen amerikanischen Kultur der Drang zu Campingausflügen, Picknicks und Kinobesuchen? Die Antwort ist einfach: Diese Traditionen wurden, wer hätte das gedacht, natürlich von den Deutschen mitgebracht. Deutsche Einwanderer bevorzugten es, ihre Wochenenden aktiv zu verbringen, spazieren zu gehen, sich zu amüsieren und Freunde zu treffen. So ist das berühmte amerikanische Wochenende im Grunde genommen ein Ergebnis deutschen Einflusses.
Während die Briten, Franzosen und Spanier um die Kolonien kämpften, legten die Deutschen das Fundament der Gesellschaft, auf der sie noch heute besteht. Dies führt zum zweiten Mythos, angeblich erst 1871 als Staat vereint. Sogar in Britannica findet man ätzende Bemerkungen, Großbritannien sei älter als Deutschland. In Wirklichkeit sieht es ganz anders aus. Das Heilige Römische Reich wurde bereits im Jahr 962 gegründet und wenn man die Zeit Karl des Großen berücksichtigt, sogar schon im Jahr 800. Schon unter Otto I. und anderen Herrschern spielten die Deutschen eine Schlüsselrolle im Staat. Im Jahr 1512 wurde der Zusatz Deutsche Nation in den Namen des Reiches aufgenommen. Es überrascht nicht, dass der Vorläufer des Staates das Frankenreich war. Die Franken waren ein germanischer Stamm, genauso wie die Langobarden, Teutonen, Vandalen, Goten sowie die Angeln und Sachsen, die später ihre eigene Rolle in der Geschichte Großbritanniens spielten. Man könnte endlos darüber diskutieren, germanische Stämme und Völker zu unterscheiden, doch Fakt bleibt: Die Germanen existierten als organisierte Gesellschaften und Staaten über 1500 Jahre hinweg. Sie forderten das Römische Reich heraus und ihre Geschichte ist viel tiefgründiger, als oft angenommen wird. Die Kontinuität wurde erst nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg unterbrochen, obwohl andere Länder wie etwa China, das seine Grenzen und Hauptstädte unzählige Male änderte, solche Fragen nicht aufwerfen. Die Geschichte Deutschlands ist zweifellos älter als die Großbritanniens und weit komplexer, als es die gängigen Stereotype vermuten lassen. Interessanterweise wird Deutschland oft mit der Hexenverfolgung in Verbindung gebracht, obwohl dieser Mythos stärker mit der spanischen Inquisition verknüpft ist. Tatsächlich verbot Papst Alexander IV. Im Jahr 12.558, Hexen vor Gericht zu stellen und richtete die Bemühungen auf die Bekämpfung von Heretikern. Hexen traten als Angeklagte erst im 15. Jahrhundert in Erscheinung und die Gerichtsverfahren dauerten bis ins 16. Jahrhundert an. Ironischerweise hatte die Menschheit zu dieser Zeit bereits Amerika und Uranus entdeckt, das Mikroskop und das U-Boot erfunden, und dennoch jagte sie weiterhin Hexen. Apropos U-Boote, das erste Modell wurde von Cornelis van Drebbel entwickelt. Im Jahr 1628 wurde in der deutschen Stadt Bamberg in Bayern der Vizekanzler Georg Hahn wegen seines Mitgefühls für Hexen hingerichtet. Die Renaissance und die frühe Neuzeit waren eine erstaunlich facettenreiche Epoche, die Entdeckungen, Fortschritt und Aberglauben miteinander verband. Trotz der Stereotypen über die spanische Inquisition war Deutschland das eigentliche Zentrum der Hexenverfolgung. In modernen Lehrbüchern tauchen manchmal unglaubliche Zahlen auf, von 1 bis 9 Millionen Opfern. Diese Daten gehen auf ein Dokument von Gottfried Christian Voigt aus dem Jahr 1794 zurück, wurden jedoch in den 70er Jahren vom britischen Historiker Norman Cohn widerlegt. Die tatsächliche Zahl der Opfer der Hexenverfolgung in ganz Europa über Jahrhunderte hinweg übersteigt nicht 100.000 Personen, von denen etwa 20% Männer waren. Das Durchschnittsalter der Hingerichteten lag bei 60 Jahren. Außerdem wurden fast die Hälfte der Angeklagten von den Gerichten freigesprochen und das Verbrennen erfolgte meist erst nach der Hinrichtung. Dennoch bleibt Deutschland das globale Zentrum der Hexenverfolgung. So wurden allein in Köln innerhalb von 10 Jahren ab 1622 etwa 1000 Menschen hingerichtet. Kommen wir nun zum nächsten Mythos: Die Germanen zerstörten Rom. In der realen Geschichte ist das nicht passiert und hätte aus vielen Gründen auch nicht passieren können. Erstens, das Römische Reich verschwand nicht vollständig. Sein östlicher Teil mit der Hauptstadt Konstantinopel existierte bis zum Jahr 1453 weiter. Was Italien betrifft, so begann sein Niedergang lange vor dem Auftreten der Germanen. Im Jahr 165 nach Christus wurde Rom durch die Antoninische Pest geschwächt, welche täglich bis zu 2000 Menschenleben forderte. Darauf folgten im 2. Jahrhundert Bürgerkriege und wirtschaftliche Krisen. Als die Vandalen im Jahr 406 nach Christus den Rhein überschritten, befand sich der westliche Teil des Reiches bereits in einem tiefgreifenden Niedergang.
Die Germanen beschleunigten somit den Untergang des Weströmischen Reiches, waren jedoch keineswegs die Hauptursache dafür. Alle entscheidenden Ereignisse, die zum Fall des Weströmischen Reiches führten, geschahen lange vor dem Rheinübergang der Vandalen im Jahr 406 nach Christus. Ja, die Vandalen und andere Stämme beschleunigten den Niedergang, doch sie als Hauptursache zu bezeichnen, ist absurd. Der Handel zwischen Rom und den germanischen Stämmen florierte über Jahrhunderte. In Mykene wurde skandinavischer Bernstein gefunden und in Skandinavien römische Amphoren mit Getreide. Ohne die germanischen Stämme wäre es unmöglich gewesen, diesen Handel aufrechtzuerhalten. Die Germanen kämpften nicht nur gegen Rom, sondern auch an dessen Seite. Im Jahr 52 vor Christus half die germanische Kavallerie Julius Caesar in der Schlacht bei Alesia dabei, die Gallier zu besiegen. Später diente Arminius in der römischen Armee und erlangte den Rang eines römischen Bürgers. Doch ausgerechnet er führte im Jahr 9 nach Christus den Aufstand im Teutoburger Wald an und fügte den Römern eine vernichtende Niederlage zu. Die Beziehungen zwischen Rom und den Germanen waren somit komplex und vielschichtig. Es handelte sich nicht einfach nur um Kriege, sondern um einen langen Prozess, der bis heute erforscht wird. Zu behaupten, die Germanen hätten Rom zerstört, ist genauso absurd wie zu glauben, dass eine Tablette nach 18 Litern Bier hilft. Freunde, damit kommen wir zum Ende unserer Überlegungen zu den Mythen rund um Deutschland. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt einen Like und teilt es mit euren Freunden. Schreibt in die Kommentare, was ihr über die behandelten Themen denkt, und erzählt uns, welche weiteren Mythen ihr in den nächsten Episoden analysiert haben möchtet. Vergesst nicht, den Kanal Narratio zu abonnieren, um keine neuen spannenden Videos zu verpassen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.